Mögt ihr Hamster? Und Katzen? Es gibt keine Katzen. Aber mögt ihr die Hamster gegrillt oder als Suppe? Hey, das ist super, dann habe ich das perfekte Spiel für euch. Es war im Jahr 2001, als das Spieleentwicklungskombinat ihr erfolgreichstes Spiel veröffentlichte, Wiggles. Nicht die. Im Spiel übernimmt man die Kontrolle über einen Clan von Zwergen, welchem von Odin Hyss selbst der Auftrag erteilt wurde, sein Hündchen Fenris einzufangen. Dieser zerstörte seine Kette bestehend aus 6 Ringen, welche man nun finden muss. Dafür gräbt man sich tief ins Erdreich hinein, grillt Hamster, gräbt natürlich noch weiter, und man grillt Hamster. Das Spiel selbst ist ein typisches Aufbauspiel. Man errichtet Gebäude und fertigt Items, welche für den Wiggles je nach Bedarf genutzt werden. Die Wiggles suchen sich in der Mittagspause einen Partner, ziehen sich an einen Schlafplatz zurück und zeugen ein Kind. Dieses erbt die Hälfte der Fähigkeiten der Eltern, genau wie im wahren Leben also. Diese Fähigkeiten verbessern sich beim Benutzen automatisch. Man benötigt die Fähigkeiten, um neue Räume und Gegenstände zu erfinden. Geiler Hut! Raw hat zum Beispiel 64 Punkte im Umgang mit Stein. Gut gemacht, Raw! Bei Kämpfen verhält es sich genauso. Kämpft ein Wickel mit Keulen und Schwertern, lernt er den Umgang mit Einhandwaffen. Benutzt er Bögen, steigert er seine Fähigkeiten im Fernkampf. Kämpft er ohne Waffe, wird er Kung Fu lernen. Das Spiel verursachte damals einige Probleme, da die Grafik selbst für dicke PCs zu gut war. Heute schafft jedoch jeder Office-Laptop mit Onboard-Chip das Spiel. Windows 7 allerdings sorgt für einige Probleme. Die Datei zum Starten des Spiels, welche den Kopierschutz umgehen soll, löst den integrierten "Du hast das Spiel gecrackt, also startet's. Aber wir haben's gemerkt, deswegen vermissen wir jetzt das Spiel." Kopierschutz aus. So werden Partikel nicht richtig dargestellt und die Framerate des Spiels auf Diashow herabgesetzt. Allerdings benötigt man diese Datei oft, da unter Windows 7 die DVD öfters nicht als Original erkannt wird. Diese Probleme lassen sich mit etwas Recherche allerdings umgehen. Da ihr aber sicher alle faul seid, gibt's einen handelsüblichen Link in der Videobeschreibung. Weil ich euch alle liebe. Euch alle. Das Spiel bietet auch heute noch eine Menge Spaß. Es ist recht komplex, weshalb es auch nie eine Konsolenversion gab. Es gibt 4 unterschiedliche Welten, welche sich optisch massiv voneinander unterscheiden. Und alle haben ihre eigenen Monster und Zwergenclans. Außerdem sind die Karten, bis auf bestimmte Gebiete, zufällig zusammengetackert. Einen Mehrspielermodus gibt's leider nicht, der war zwar geplant, wurde aber nie umgesetzt. Eine Mod hierfür soll existieren, allerdings war mir das Ganze dann doch zu viel Gefriemel, um mich da reinzufitzen. Solltet ihr die Möglichkeit finden, dieses Spiel irgendwo herzubekommen und die Grafik schockiert euch nicht allzu sehr, schlagt zu. Es ist auch heute noch durchaus zu empfehlen.